Hallo und willkommen zu dieser Lektion. Heute sprechen wir über einen der berühmtesten Männer der Geschichte, Sigmund Freud. Er wird oft als der Vater der Psychoanalyse bezeichnet. Aber was bedeutet das eigentlich und warum ist sein Name auch heute noch so wichtig für uns? Bleib dran, um dein Deutsch und dein Wissen zu verbessern. Sigmund Freud wurde im Jahr 1856 geboren. Die meiste Zeit seines Lebens wohnte und arbeitete er in Wien, in Österreich. Er war von Beruf Arzt, aber er interessierte sich nicht nur für den Körper, sondern vor allem für den menschlichen Geist, also für unsere Gedanken und unsere Gefühle. Freud hatte eine revolutionäre Idee. Er sagte, wir wissen nicht alles, was in unserem Kopf passiert. Er benutzte dafür das Bild von einem Eisberg. Die kleine Spitze über dem Wasser ist das Bewusstsein. Das sind die Dinge, die wir gerade ganz aktiv denken. Doch der viel größere Teil unter dem Wasser ist das Unbewusste. Hier liegen Ängste, Wünsche und Erinnerungen, an die wir uns im Alltag nicht direkt erinnern können. Aber diese versteckten Dinge beeinflussen unser Verhalten jeden Tag, ohne dass wir es merken. Um die menschliche Psyche noch besser zu erklären, erfand Freud 3 wichtige Begriffe. Erstens das S. Das S steht für unsere Instinkte und Bedürfnisse. Es ist wie ein kleines Kind und will alles sofort haben. Zweitens das Über-Ich. Das ist unser Gewissen. Es sagt uns, was richtig und was falsch ist. Es sind die Regeln, die wir zum Beispiel von unseren Eltern gelernt haben. Und drittens das Ich. Das Ich muss jeden Tag entscheiden. Es sucht einen Kompromiss zwischen den wilden Wünschen vom S und den strengen Regeln vom Über-Ich. Warum ist Freud heute noch so wichtig? Er glaubte fest daran, dass man psychische Probleme heilen kann, indem man einfach über sie spricht. Das war der Anfang der modernen Psychotherapie. Auch wenn die Wissenschaft heute viele Dinge anders sieht, war Freud ein mutiger Pionier. Er hat uns gezeigt, wie tief und komplex die menschliche Seele wirklich ist. Bevor wir zum Ende kommen, lohnt sich noch ein kurzer Blick auf die letzten Jahre seines Lebens. Zu diesem Zeitpunkt war Freud bereits schwer krank. Schon viele Jahre zuvor hatte man bei ihm Mundkrebs diagnostiziert. Die Krankheit wurde vor allem durch sein starkes Zigarrenrauchen verursacht. Freud rauchte fast sein ganzes Leben lang sehr viel. Insgesamt musste er sich über 30 Operationen unterziehen. Er litt unter starken Schmerzen, hatte große Probleme beim Sprechen und Essen und trug eine spezielle Prothese im Mund. Trotz all dieser körperlichen Einschränkungen arbeitete Freud weiter. Er schrieb Bücher, überarbeitete seine Theorien und dachte bis zum Ende über die menschliche Psyche nach. Sigmund Freud starb im Jahr 1939 in London, im Alter von 83 Jahren. In seinen letzten Tagen waren die Schmerzen sehr stark. Gemeinsam mit seinem Arzt entschied er sich für eine starke Schmerzlinderung, um friedlich sterben zu können. So endete das Leben eines Mannes, der die Psychologie für immer verändert hat. Das war unser kurzer Überblick über Sigmund Freud. Hast du alles verstanden? Hier sind noch einmal 3 wichtige Wörter für dein Vokabeltraining. Das Unbewusste, die Seele und die Psychoanalyse. Schreib uns doch mal in die Kommentare, findest du Psychologie spannend? Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.